Das niedere Egertal im Süden des Erzgebirges. Hier liegt das Saazer Becken. Dank dem günstigen Klima und den guten Bodenverhältnissen zählt es zu den fruchtbarsten Gebieten Europas und gilt auch als die Kornkammer Böhmens. Die Landschaft wird vor allem von Hopfenplantagen geprägt. Das grüne Gold aus Saaz wird von Brauereien in der ganzen Welt geschätzt. Das Saazerland, tschechisch Region Žatec, ist seit vielen Jahrhunderten Heimstatt von Deutschen und Tschechen. Heute wohnen hier jedoch nur noch sehr wenige Deutsche, da die meisten nach Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen mussten. Dieser Film beleuchtet die lange gemeinsame Geschichte beider Nationalitäten im Saazerland, von der ersten Erwähnung der Stadt Saaz bis in die Gegenwart. Die Region Saaz gehört zu den ältesten Siedlungsgebieten des Landes. Die archäologischen Funde belegen eine kontinuierliche Besiedlung von der Altsteinzeit über die Jungsteinzeit, die Bronzezeit, die Kelten bis hin zu den Germanen und Slawen. Die ältesten Artefakte wurden 1912 in der Nähe von Holletitz entdeckt. Im Jahr 1927 entdeckte der Archäologe Peter Bock auf dem Bruchstück einer Mammutrippe die Gravierung eines Fisches. Dies ist eines der ältesten Fundstücke steinzeitlicher Kunst auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und zugleich ein Zeugnis der Anwesenheit von Menschen im Saazer Land vor ungefähr 30.000 Jahren. Auch der Berg Rubin gehört zu den wichtigsten archäologischen Stätten der Region Saaz. Co se týče osídlení této lokality, tak máme doloženo v podstatě kontinuální osídlení od... Was die Besiedlung dieses Hügels betrifft, so können wir sagen, dass er nahezu kontinuierlich von der Jungsteinzeit bis zur Burgwallzeit besiedelt wurde. Die ältesten Befestigungen wurden in der älteren Bronzezeit der Aunjetitzer Kultur errichtet. Weitere Burgquelle wurden in der Hallstattzeit im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung errichtet. Die Befestigungen wurden dann noch einmal in der Burgstättenzeit zum Ende des 9. Jahrhunderts erneuert, als hier ca. 2 Meter breite Wälle und Kammerbauten entstanden. Asi kolem 2 metrů s komorovou konstrukcí. Die hohe Gug mit ihrem plateauartigen Gipfel, der durch eine imposante Wallanlage befestigt war, zeugt von einer keltischen Bevölkerung, die zu Beginn des 4. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung ins Land kam. Der keltische Stamm der Boier wurde namensgebend für das Land Böhmen. Als es zu Auseinandersetzungen mit germanischen Stämmen kam, verließ ein Teil der Kelten das Land. In den folgenden 500 Jahren siedelten hier germanische Stämme, die dann aber nach zeitgeschichtlich kurzer Dauer in Richtung Süden abwanderten.
Etwa um die Mitte des 6. Jahrhunderts ist im mittleren Egertal eine slawische Bevölkerung nachweisbar. Im archäologischen Freiluftmuseum von Březno bei Louny können neben einem Langhaus aus der Jungsteinzeit auch originalgetreu nachgebaute slawische und germanische Hütten mit typischen Keramiken und Werkzeugen aus jener Zeit besichtigt werden. Dieses Museum ist aber vor allem ein archäologisches Beispiel für eine friedliche Koexistenz von slawischen und germanischen Stämmen. Auch das Gebiet von Sác wurde schon lange vor der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt besiedelt. Vom 10. bis zum 12. Jahrhundert waren die Häuser von Sác aus Holz. Dies gilt auch für die Befestigungen. Eine typische frühmittelalterliche Mauer bestand aus einer Holzkonstruktion, auf die eine Trockenmauer aus Steinen zum Schutz gegen Feuer gesetzt wurde. Archäologische Untersuchungen belegen, dass in der Stadt sonst nur die Kirchen aus Stein gebaut waren. Steinerne Stadtmauern wie hier die sogenannte Hussitenbastei kennen wir erst ab dem 13. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert erhielt die Stadtbefestigung dann ihr endgültiges Aussehen. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Stadt 1004 in der Chronik von Thietmar von Merseburg. Darin ist zu lesen, dass der ostfränkische König Heinrich II. Dem böhmischen Fürsten Jaromir gegen den polnischen Fürsten Boleslaw den Kühnen zu Hilfe kam, der zu dieser Zeit auch in Böhmen herrschte. Thietmar beschreibt es wie folgt: Der König, dessen Marsch sich durch das Zu-Spät-Kommen der Bayern etwas verzögert hatte, kam zu einer Burgsiedlung Saci. Und die Bürger dort erwiesen sich als Freunde, indem sie sofort die Tore öffneten und die polnische Besatzung erschlugen. Für die frühe Geschichte von Sác sind nur wenige historische Quellen vorhanden. Ausgrabungen im Stadtgebiet liefern jedoch den Beweis, dass hier auf jeden Fall schon im 10. Jahrhundert eine Burgsiedlung bestanden haben muss. Auf dem Büschelplatz wurden bei archäologischen Grabungen eine große Kirche mit unbekanntem Patronat und viele Grabstätten entdeckt. Die jüngsten Gräber aus dem 12. Jahrhundert waren mit großen Steinplatten bedeckt. An der Westfront der Kirche stand ein großer, eckiger Turm. Die Kirche selbst war mit romanischen Relieffliesen ausgestattet. Nach Schmuckfunden, sogenannten Ohrringen in S-Form, schließen wir, dass hier die slawische Bevölkerung vom 11. bis zum frühen 13. Jahrhundert begraben wurde. Insgesamt sind 258 Gräber von Männern, Frauen und Kindern entdeckt worden. Der bedeutendste archäologische Fund ist der Saazer Silberschatz. Er wurde 1937 beim Bau eines Hopfenmagazins auf dem Gelände des heutigen Hopfenmarktplatzes in einem vergrabenen Tontopf entdeckt. Nádoba obsahovala v podstatě celou řadu několik. Der Tontopf enthält eine ganze Reihe von Gegenständen. Der Hauptanteil dieses Silberschatzes sind 19 Stangen Silbertalente, die als Rohstoff dienten. Daneben zeitgenössischer Schmuck, vor allem S-förmige Ohrringe und andere Stücke. Exklusivster Bestandteil dieses Schatzes sind silberne Toilettengeräte und 2 goldene Ringe, von denen einer mit Almandinen und kleinen Perlen besetzt ist. Die Münzen im Schatz kamen aus böhmischen Prägeanstalten, vor allem aus Prag. Es waren aber auch einige deutsche und andere auswärtige Münzen darunter. Insgesamt mehr als 340. Durch numismatische Untersuchungen konnte bestimmt werden, dass der Schatz zwischen den Jahren 1009 und 1012 vergraben wurde.
Im Gebiet von Nordwestböhmen spielte Saaц schon im frühen Mittelalter eine wichtige Rolle. Saac ist bereits erwähnt in der Chronik von Thietmar von Merseburg aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts, als Heinrich II. Gegen Prag zog. Und auch aus anderen Quellen wissen wir, dass Saac eine sehr repräsentative Kastellanburg mit einem Netz von Vorburgsiedlungen war und dass Saac mit seinem fruchtbaren Hinterland von großer Bedeutung für die Region war. Im 12. Jahrhundert, begünstigt durch die Lage an der Handelsstraße, die von der Oberpfalz über Eger nach Prag führte, erfuhren Handel und Handwerk einen großen Aufschwung. Karlův most v Praze, tato starobylá památka, die Karlsbrücke in Prag ist ein Symbol für die Handelswege in Mitteleuropa und sie hat die Hauptstadt auch mit Saac verbunden. Über die Brücke verlief auch die Via Regia, der Königsweg von Prag, über Saac und Eger nach Nürnberg und weiter ins Römische Reich und nach Westeuropa. Aber Europa verändert sich im 12. Jahrhundert. Es setzt eine große Migrationsbewegung ein. Früher wurde dies als Kolonisation bezeichnet. Heute benutzen wir dafür andere Begriffe. Es kommt zu einer Abwanderung aus den übersiedelten zentralen deutschen Gebieten nach Osten. Im 12. Jahrhundert betraf das zunächst die Gebiete von Schlesien, Groß- und Kleinpolen und im Süden kamen österreichische und deutsche Aussiedler über das heutige Ungarn bis nach Siebenbürgen. Böhmen, das wie ein großes Becken von Bergen umgeben ist, wird erst später zum Ziel dieser Migrationswelle. Das folgende 13. Jahrhundert ist in der Geschichte Europas eine Zeit des Umbruchs. Das Heilige Römische Reich durchlebt eine große Krise. Das Heilige Römische Reich war kein deutscher mittelalterlicher Staat, sondern eine Art große Konföderation mit verschiedenen nicht-deutschen Nationen und Gebieten, französischen, holländischen, italienischen, aber auch tschechischen. Die letzten Przemysliden bemühen sich stark um das Translatio Imperii ad Bohemos, also die Übertragung der römischen Kaiserwürde nach Böhmen. Es ist die Zeit des Przemysil Ottokar II. Er gründet in Böhmen eine Reihe von königlichen Städten als Rückhalt für die königliche Macht. So überbringt 1265 ein königlicher Herold auch Saac Stadtprivilegien. Es ist auch hier der Przemysil Ottokar II., der Saac im Jahre 1265 als bedeutende Königs- und Kreisstadt wichtige Privilegien verlieh. Das betrifft vor allem die eigene Gerichtsbarkeit und das Meilenrecht. Im Bezirksarchiv von Laun findet sich noch heute eine Abschrift aus der Feder des Johannes von Saac, der Ende des 14. Jahrhunderts in der Stadt als Schreiber und Notar wirkte. Als Stadtschreiber, der die Chronik von Saac betreute, gehörte er zweifellos zu den Honoratioren der Stadt. Sein Deutschtum war dabei zunächst nicht von Bedeutung, denn er schrieb die Chronik auf Latein, sozusagen die Geheimsprache der Gelehrten. Bedeutung für die Stadt hatte jedoch, dass ein Gelehrter und Humanist wie er in Saac eine so hervorragende Stellung innehatte. Dass er Deutscher war, zeigt aber natürlich auch, dass Deutsche in Böhmen selbstverständlich jede Stellung einnehmen konnten. Die Stadt Saac des 13. und 14. Jahrhunderts können wir uns als eine hochentwickelte Stadtagglomeration vorstellen.
Nicht nur die eigentliche Stadt innerhalb ihrer Mauern, sondern auch ihr Hinterland zeugen davon, dass Sác wirklich eine wichtige Rolle für die ganze Region hatte. Die ersten Weinberge und Hopfengärten werden angelegt. Allerdings war der Wein damals wahrscheinlich wichtiger für die Sācer als der Hopfen. Die Stadt hat jetzt eine eigene Selbstverwaltung mit einem Bürgermeister und 12 Ratsherren. Sác entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum des Tuchhandels mit Sachsen, aber auch mit Bayern und mit Franken. Ähnlich wie in anderen Teilen Böhmens müssen wir uns das in der Realität so vorstellen, dass Sác wie das weiter westlich gelegene Eger, aber auch wie Leitmeritz, Budin, Komotau, Kaden und andere Städte jetzt in großem Maße von der Migration von Westen betroffen wurde. Eine große Rolle spielte hier in der ersten Phase der Städtebauperiode die deutsche Bevölkerung. Aber im Laufe des 14. Jahrhunderts können wir in Sác dann von einer Bohemisierung der Bevölkerung sprechen. Ein Teil der Sācer Deutschen wird zu Tschechen und umgekehrt wandert die tschechische Bevölkerung aus dem Umland in die Stadt. So wird Sác Ende des 14. Jahrhunderts eine zweisprachige Stadt. Deutsche und Tschechen sprechen beide Sprachen und sind stolze Bürger der Stadt. Der Stadtrat, die Ratsherren und Bürgermeister sind gemischt. Die Sprache ist kein Zeichen nationaler Identifikation, sondern ein Mittel der Kommunikation. Die Königsstadt Sác mit ihren neu entstandenen Vorstädten gehört im 14. Jahrhundert zu den bedeutendsten Städten und Wirtschaftszentren Nordwestböhmens. Sie ist vollständig von einer hohen Festungsmauer umschlossen, die bis heute am westlichen Stadtrand erhalten ist. Von den ursprünglich 4 Toren des historischen Stadtkerns sind jedoch nur 2 erhalten geblieben. Ebenfalls im 14. Jahrhundert finden wir erste Erwähnungen einer jüdischen Gemeinde in der Stadt. Sác war in dieser Richtung sehr bunt. Es gab jetzt nicht nur eine christliche Bevölkerung, sondern auch eine immer stärker werdende jüdische Gemeinde, die vor allem Händler waren. Schon im 13. Jahrhundert wurde in Sác eine Lateinschule gegründet. Sie ist neben der Prager Domschule die älteste in Böhmen. 1335 erhielt sie das königliche Privileg zur Wahl des Rektors und der Lehrer. In der Lateinschule wurde Latein gelehrt und Latein unterrichtet. Das war eine höhere Schule, die auf das Universitätsstudium vorbereitete. Latein war die internationale Gelehrtensprache. Wer Latein beherrschte, konnte sich mit den Gebildeten in ganz Europa unterhalten. Umgekehrt war ohne Latein keine höhere Bildung möglich. Dass Sác so eine Schule hatte, weist auf die geistige Bedeutung der Stadt hin. Der bedeutendste Rektor war Johannes von Sác, der Verfasser des Ackermann aus Böhmen. Um das Jahr 1400 entstanden gilt der Ackermann als erstes Prosawerk in neuhochdeutscher Sprache. Der Ackermann aus Böhmen ist die in 34 Kapitel gegliederte Klage eines Ackermanns gegen den personifizierten Tod anlässlich des schmerzlichen Verlustes seiner jungen Frau. Der Libellus Ackermann, das Ackermann-Büchlein, wie der Autor den Text selbst genannt hat, belegt den humanistischen Einfluss und das hohe Bildungsniveau im vorhussitischen Böhmen. Als erster volkssprachiger Text zeigt er das Heranwachsen eines lesekundigen Bürgertums, das nicht Latein konnte und dennoch starkes Interesse an der schönen Literatur hatte. Daran, dass er in deutscher Sprache verfasst wurde, erkennen wir die Existenz einer großen deutschsprachigen Gemeinde in Sác und Nordböhmen mit hohem Bildungsverlangen.
Es wird oft die Frage gestellt, ob der Ackermann aus Böhmen für Tschechen und Deutsche die gleiche Bedeutung hat. Ich denke ja. Wenn das heute nicht immer so gesehen wird, ist die Schuld einer deutschnationalen Propaganda, die Johannes von Saatz politisch vereinnahmt und missbraucht hat. Dahinter steckt das große Missverständnis, das Erstarken der Volkssprachen in Literatur, Bildung und Religion sei eine Art nationales Erwachen gewesen. In Wirklichkeit waren es religiöse und soziale Gegensätze, die damals zu politischen Konflikten führten. Die Absolventen der Saatzer Lateinschule studierten meist an der Prager Universität. Dort fühlten sich viele tschechische, aber auch einige deutsche Studenten von den Ideen des Reformators Jan Hus angezogen. Durch sie verbreiteten sich diese Gedanken auch in der Stadt Saatz. Nach neuesten Erkenntnissen weilte zu Weihnachten des Jahres 1412 der Reformator Jan Hus in Saatz. Gegen ihn war in Prag ein Kirchenbann verhängt worden und man wusste lange nicht, wo er sich aufgehalten hatte. Man nahm an, dass er sich auf der Ziegenburg oder einer anderen Burg aufgehalten hat. Neueste Forschungen beweisen jedoch, dass er wirklich in Saatz war und hier Weihnachten und den Winter 1412/1413 verbracht hatte. Nachdem Jan Hus in Konstanz den Tod auf dem Scheiterhaufen fand, bildete sich die Hussitenbewegung, das heißt die böhmische Reformation. Saatz wurde zu einem ihrer wichtigsten Zentren. Mit dem Einzug der böhmischen Reformation, dem sogenannten Hussitentum, schlossen sich auch deutsche Saatzer dieser Reformbewegung an. Und so wurde Saatz, die deutsch-tschechische Stadt, vielleicht schon damals eine tschechisch-deutsche Stadt der Hussiten. Und diese Hussiten waren nicht irgendwelche Nationalisten, sondern ehrbare deutsche Saatzer Bürger. Aus Saatz stammen auch zwei bedeutende Hussitenpriester, Jan Němec und Pětr Němec, die wahrscheinlich Deutsche waren. Sie schlossen sich jedoch der Seite der radikalen Hussiten an. In dieser unruhigen Zeit gab es verschiedene Visionen eines bevorstehenden Weltuntergangs, der Mitte Februar 1420 kommen sollte. Als dann das Jahr 1420 kam und die Welt nicht unterging, begannen sich die Hussiten zu bewaffnen und ein Heer aus Saatz, Laun und Schlan sammelte sich bei Pechgrün. Gemeinsam eroberten sie das Kloster Postelberg und zerstörten es. In den folgenden Jahren fanden im Auftrag von Papst Martin V. mehrere Kreuzzüge gegen die häretischen Böhmen statt. 1421 wurde auch Saatz, das damals zu den größten hussitischen Festungen zählte, von einem weit überlegenen Kreuzfahrerheer unter Pfalzgraf Ludwig belagert. 6 Angriffe konnten erfolgreich zurückgeschlagen werden. Nachdem unter den Belagerern das Gerücht verbreitet worden war, dass sich ein starkes hussitisches Entsatzheer nähere, verließen sie das Saatzer Land in wilder Flucht. Die Konflikte zwischen Katholiken und böhmischen Utraquisten nahmen in der Folgezeit weiter zu. 1547 zog Kaiser Karl V. gegen die protestantischen Schmalkaldener. Sein Bruder Ferdinand I., der auch König von Böhmen war, leistete ihm Waffenhilfe. Dabei führte ihn sein Weg über Saatz und er beschloss, hier zu nächtigen. Der Stadtrat hatte jedoch Angst vor Plünderungen
und ließ nur den König selbst und 40 Berittene in die Stadt. Später wurden die Saazer dafür schwer bestraft und mussten 8000 Meißner Schockgroschen zahlen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Saaz eine blühende Stadt mit großem wirtschaftlichen Potenzial. Es war die Stadt des Hopfens und überall in der Gegend gab es Hopfengärten. An den sonnigen Hängen wurde Wein angebaut und große Gerstenfelder prägten die Landschaft. In der Stadt waren vor allem die Gerber, Kürschner und Metzger von Bedeutung. Saaz war eindeutig eine utraquistische Stadt. Es lebten hier auch einige Mitglieder der reformatorischen Gemeinschaft der böhmischen Brüder. Von Katholiken wissen wir nichts. Hinsichtlich der Nationalitäten war Saaz überwiegend tschechisch, aber schon ab dem ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts lesen wir im Bürgerbuch der Stadt, dass ungefähr 50% der Neubürger aus Deutschland oder deutschsprachigen Gebieten Böhmens zugezogen sind.